Mein Name ist Birgit Becker von der Firma HelpDesign. Ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, wie Thermexact for MATCAP Flair funktioniert. Die Grundfunktionalität ist identisch zu den anderen Editoren. In MATCAP Flair haben wir ein bisschen eine Besonderheit im Gegensatz zu anderen Tools, dass wir mit einzelnen Topics arbeiten. Das heißt, wir können in Flair ein bisschen mehr auswählen, was den Dateiumfang angeht. Wir können entweder nur ein einzelnes Topic prüfen oder nachher auch eine Anzahl von Topics, die sich im gleichen Ordner befinden oder die einfach geöffnet sind. Wir beginnen mit dem Prüfen der Terminologie in einem einzelnen Topic. Ich habe hier ein Beispiel-Topic mal geöffnet. Ich habe hier oben im Thermexact-Menü die Sprache gewählt. Ich habe hier als Grundeinstellung für die Prüfung das aktuelle Dokument eingestellt. Bei den Dateitypen, auch hier gibt es die Möglichkeit, Topics und Snippets, die Codeausschnitte zu unterscheiden. Alle Dateien ist natürlich hier an der Stelle immer die bessere Alternative. Meine Konfiguration im Hintergrund habe ich bereits vorbereitet. Ich klicke auf die Schaltfläche Terminologie prüfen. Im Durchlauf sehe ich dann, wie viele erlaubte, verbotene und unklare Benennungen ich in diesem einen Topic habe und kann über die Schaltfläche OK im Ergebnisfenster in der Ergebnisübersicht meine Ergebnisse auch anschauen, kann die entsprechenden Ersetzungen vornehmen. Fehlgebrauch habe ich als verbotenen Term deklariert in meiner Excel-Liste und kann diese verbotene Benennung durch die erlaubte Benennung Fehlanwendung in meinem Beispiel ersetzen. Auch hier ist das gleiche Wort nochmal als Treffer aufgelistet. Und auch hier klicke ich über die Schaltfläche zum nächsten Treffer. Device ist in meinem Beispiel als unklar definiert, da ich in meiner Terminologie definiert habe, dass Device verwendet werden darf, wenn es sich um eine Dokumentation im Marketingbereich handelt. In meinem Fall ist aber die technische Dokumentation hier jetzt die Grundlage und ich ersetze das Wort Device durch den bevorzugten Term Gerät. So klicke ich mich durch meine Treffer hindurch, bis ich am Ende die Prüfung abgeschlossen habe, was ich auch hier mit dem entsprechenden Hinweis angezeigt bekomme. Bei der Prüfung muss ich immer beachten, dass ich die grammatikalische Prüfung des Satzbaus dann im Anschluss nochmal manuell prüfen muss, dass ich hier eben aus dem Fehlgebrauch, den habe ich jetzt hier durch die Fehlanwendung ersetzt. Ich brauche hier also einen anderen Artikel, muss meine Anpassungen entsprechend noch vornehmen, damit das Ganze wieder passt. So, das mache ich ja mal ganz kurz. Über die Schaltfläche Markierung löschen und speichern werden diese Markierungen in meinem Topic dann wieder entfernt und ich habe dann die Terminologie abgeschlossen, kann sicherheitshalber natürlich nochmal eine weitere Prüfung durchführen, sollte jetzt keine verbotenen Benennungen mehr in diesem einen Topic haben und kann mir jetzt sicher sein, dass das Topic terminologisch korrekt ist. Ja, wie gesagt, besteht in MATCAP Flair die Möglichkeit, dass ich eben nicht nur das aktuelle Dokument prüfe, sondern über eine Auswahl beispielsweise auch sagen kann, alle offenen Dokumente, was nach meiner eigenen Erfahrung das ist, womit ich eigentlich bevorzugt arbeite. Immer dann, wenn ich in Flair arbeite, Topics bearbeite, dann habe ich eben diese Anzahl an Topics geöffnet und kann dann in einem Arbeitsschritt alle geöffneten Dokumente in einem Arbeitsgang prüfen. Ich klicke mal hier drauf, lasse die Terminologie nochmal durchlaufen und habe jetzt alle 3 Topics, die ich hier im Hintergrund geöffnet habe, in einem Durchlauf geprüft, habe hier mein Ergebnisfenster für alle 3 Dateien und kann genauso wie eben im einzelnen Topic hier über diese Ergebnisübersicht die Topics wählen, die Treffer durchklicken und kann hier am Ende der Datei, die ich erreicht habe, über Speichern und Schließen dann direkt ins nächste Topic wechseln und auch hier die einzelnen Treffer einfach über diese Ergebnisübersicht durchklicken und entsprechend ersetzen. Auch hier im letzten Treffer bekomme ich wieder diese Information, dass ich die letzte Sprungmarke erreicht habe. Über Speichern und Schließen öffne ich die nächste Seite, das nächste Topic, kann auch hier über die Treffer mich durchklicken
kann hier meine Ersetzungen vornehmen und kann das Ganze dann am Ende wieder abschließen. So, auch hier muss ich am Ende die Markierung löschen und speichern. Das muss ich in aller Regel nur beim letzten Topic tun. In den vorhergehenden Topics wurde das automatisch vom Plugin ersetzt. Ich kann auch hier Dokumente prüfen, die sich in einem Ordner befinden. Wenn ich hier die Auswahl Ordner auswählen einstelle und die Terminologieprüfung starte, dann öffnet sich die Auswahl und ich wähle nun in meinem Flair-Projekt das entsprechende Verzeichnis, das ich jetzt in meiner Prüfung beachten möchte, berücksichtigen möchte. Prüfe jetzt in einem Arbeitsgang alle Topics, die sich in dem gewählten Ordner befinden. Und auch hier habe ich die Möglichkeit, über diese Ergebnisübersicht zunächst mal eine Übersicht darüber zu bekommen, wie viele Treffer überhaupt generell gefunden wurden. In meinem Beispiel hier sieht es sehr gut aus. Ich habe nur erlaubte Benennungen gefunden, keine verbotenen, kann daher auch diese Prüfung direkt abschließen und kann die Topics dann wieder entsprechend speichern. Das Tool unterstützt mich auch bei der Termextraktion. Dafür kann ich in meiner Konfiguration die Farbeinstellungen für die erlaubten, verbotenen und unklaren Benennungen ändern. In diesem Fall interessiert mich nicht, ob eine Benennung erlaubt oder verboten ist, sondern es ist einfach nur relevant, ob eine Benennung in meiner Terminologie enthalten ist. Dafür stelle ich meine Farbeinstellung bevorzugt auf Grau. Alle werden jetzt auf hellgrau umgeschaltet. Mit Übernehmen ändere ich meine Konfiguration ab. Ich öffne dann ein beliebiges Topic, wähle in meiner Einstellung wieder das aktuelle Dokument, prüfe die Terminologie und habe jetzt eine Aussage darüber, dass ich hier Benennungen in diesem Topic habe. Die Farben zeigen mir jetzt lediglich an, dass Benennungen in der Terminologie enthalten sind. Und ich kann jetzt sehen, ob ich möglicherweise weitere Begriffe in meine Terminologie übernehmen möchte, zum Beispiel die Gehäuseabdeckung.